Wir sind unterwegs im Süden von Samui und wir fahren jetzt auf eine Insel. Auf der Insel, nämlich dieses Grundstück hier oder diese Insel ist umgeben vom Trinkwasserreservoir von Samui. Ja, hallo liebe Zuschauer, ich bin's wieder. Ich habe von Henry erfahren, der hat mich dieser Tage mal besucht, der wollte mich kennenlernen, dass hier im Süden, wo das große Stadion ist, auch ein Markt ist. Und ich war noch nie in den 6 Jahren hier gewesen, beziehungsweise ich wusste das auch gar nicht. Leider habe ich nicht meine Drohne dabei. Dann könntet ihr mal das Stadion sehen. Aber ich gucke mal, vielleicht habe ich in meinem Archiv ein paar Aufnahmen. Die werden also von letztem Jahr sein. Die haben also hier ein großes Fußballstadion. Wenn ich es so richtig sehe, ist da auch mit Rasen ringsrum ja, so eine Laufbahn, ein Kunststoff und ein riesen Display haben sie ja auch. Also ganz modern eingerichtet und wie ich sehe, der Wasserspeicher ist komplett voll. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, dass wir nichts zu trinken bekommen. Ja, da hinten sind schon die Stände. Turn to them. Wir wollen uns das jetzt mal hier ansehen. Ja, hier sieht man auch, was im Garten wächst und was man verkaufen kann. Ja, das sieht also auf den ersten Blick so aus, dass das also mehr für Thailänder ist. It looks like it's more for Thai people here. Man sieht zwar hier und da ein paar Klamotten kann man kaufen. Im ersten Moment viel Obst und Gemüse. Ja, im Hintergrund da ist der große Ringsee, sag ich mal. Der war ja 2016 komplett leer gewesen. Da hatten wir ja gerade noch für 2 Wochen Trinkwasser. Aber das ist ja nicht der einzige Stausee hier auf Samui für Trinkwasser. Ich kann ja mal verlinken den Film, wo unsere Reservoirs sind hier. Und wir werden ja auch normalerweise vom Festland auch mit Wasser versorgt. Ja, da sieht man ein paar T-Shirts. Aber heute haben wir ja Samstag und morgen werde ich noch einen Film ins Netz stellen. Da geht es ja um dieses Kaffeetrinken. Aber jetzt gucken wir erstmal, was die hier so alles haben. A doggy. A doggy. Yeah, you're a movie star. Leber or something? Ja, heute haben wir Gott sei Dank mal trockenes Wetter. Die letzten Tage waren sehr verregnet, muss ich sagen. Und auch etwas kühler ist es geworden, was aber relativ angenehm ist. Ja. Und da hinten ist da Henry, das ist derjenige, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier dieser Markt ist. Hallo Henry. Hallo Florenz. Du hast mich diese Woche mal besucht, mal zum Kaffee trinken wolltest du vorbeikommen, aber war busy. Ja? Ja. Naja. Und du hast mir erzählt, dass also dieser Markt hier ist. Ja. Und du sagtest mir da eben, das ist normalerweise viel größer. Ja, also ich war zum letzten Mal vor 3 Wochen hier und da war dieses ganze Karree voll und es waren ungefähr so bis 150 Stände hier. Jetzt sind ja vielleicht noch 70. Ja. Also es wird alles immer weniger, weil ja auch nur noch Thais hier sind. Ja, also da sieht man, dass es also mehr für Thais. Ja. Hier spielt zwar vorne hier so ein bisschen Musik, aber so
dass man sich nur wie ja die anderen Märkte hinsetzen In kann. der Walking und Street, ja. Ist keine Walking Street. Und einen Cocktail trinken, das ist natürlich hier auf dem Sportplatz nicht so. Das ist jeden Samstag hier. Das ist jeden Samstag. Aber Also wie wusste ich gesagt, auch noch das nicht. Ab 3 Uhr, das Ja. sagst du mir, ja? Ja, von 3 bis 20 Uhr. Okay. Ja, jetzt schlendern wir noch mal so ein bisschen durch, ein bisschen enttäuschend, aber was will man erwartet in der Corona-Zeit? Habt ihr wenigstens ein paar Eindrücke bekommen hier von Koh Samui? Das Leben geht langsam weiter. Ich hoffe, dass es nicht einschläft. Okay. Wollen wir hoffen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.